GADG. Geschichten aus dem Grab. Der Ort, wo der Glaube an die Menschheit verbuddelt liegt. Präsentiert Schlomo, abgesellnert und gekugel-checkt. Kapitel 1. Bösartiges Framing. Lange hat es gedauert, nun ist sie endlich fertig. Die Schlomo-Folge. Im Prinzip könnte man die Essenz des Wirkens von Schlomo Finkelstein mit repetitiv ganz kurz zusammenfassen. Ei, der Märtyrer für Deutschland. Du musst doch jetzt erstmal erklären, wer Schlomo Finkelstein überhaupt ist. Wir haben doch hier anständige Zuschauer, die kennen doch so eine Figur gar nicht. Die Honigwabe ist ja so etwas wie eine Art politischer Durchlauferhitzer für durche Leute. Obwohl, ich sollte vielleicht für Uneingeweihte erklären, was die Honigwabe ist, bevor ich mit den Pöbeleien anfange. Die Honigwabe ist eines der reichweitenstärksten und langlebigsten Formate innerhalb des neurechten Medienspektrums. Mittlerweile wurde sowohl Schlomos Kanal als auch der Ausweichkanal Kaspercast von YouTube gesperrt. Livestreams werden aber dennoch über Kanäle von Unterstützern gestreamt und archiviert. Ein offizielles Archiv oder einen offiziellen Kanal gibt es inzwischen aber nicht mehr auf YouTube. Schlomo hat nichts Verkehrtes gemacht. Dafür wird aber fleißig auf Twitch und X gestreamt und einigen kleineren Plattformen, die rechten Inhalten eher zugetan sind. Zu Beginn seines wahnhaften Wirkens war der Schlomo ja eher linksliberal, jedenfalls bis er auf den Koran urinierte. Keine clevere Religionskritik, sondern ein klassisches Fuck-around-and-find-out-Szenario. Eat your plate. Eat your. Er hat sich damals bewusst oder zumindest ziemlich naiv in Gefahr gebracht und bekam darauf wenig überraschend auch Morddrohungen. Was nach Meinung des Kuhlengräbers übrigens nicht so religionsspezifisch ist, wie es so manches Bienchen aus der Wabe gerne hätte. Würde er im Bible Belt öffentlich eine Bibel verbrennen, wäre das Ergebnis womöglich ähnlich. Das Argument lautet übrigens nicht, Christen machen das auch. Es ist vielmehr ein strukturelles Argument. Extreme Reaktionen entstehen häufig aus wahrgenommener Identitätsbedrohung. Es ist ein universelles menschliches Muster. Religion fungiert dabei oft als Träger von Identität, nicht als eigentliche Ursache von Gewalt. Wenn Gewalt einfach aus einer Religion selbst folgen würde, müsste man erklären, warum ähnliche Formen radikaler Gewalt unter völlig unterschiedlichen religiösen und ideologischen Bedingungen entstehen. Wir sehen weltweit, es existieren gewaltsame christliche Milizen, es existieren gewaltsame islamische Terroristen, es existieren gewaltsame rechtsextreme Terroristen, es existieren gewaltsame buddhistische Nationalisten, es existieren gewaltsame hindu-nationalistische Bewegungen, es existieren gewaltsame säkulare Gruppen. Der gemeinsame Nenner ist daher nicht Theologie, der gemeinsame Nenner ist ideologische Verabsolutierung, Gruppenidentität, Entmenschlichung des Gegners, das Gefühl existenzieller Bedrohung. Ob rechtsextreme Organisationen wie Atomwaffendivision und Combat 18, christliche wie die Lord's Resistance Army und die Army of God, islamische wie der Islamic State und Boko Haram, buddhistische wie die 969-Bewegung und Mabasa, hinduistische Abhinav Bharat, Bajrang Dal, jüdische wie Kach und Nehava oder atheistische wie der Leuchtende Pfad oder die Rote Armee-Fraktion. Die vorerwähnten Muster ähneln sich oft erschreckend. Wer daraus eine rassische oder kulturelle Überlegenheit ableitet, übersieht, dass genau dieselben Mechanismen immer wieder auch im eigenen Lager auftreten. Extremisten verschiedener Ideologien ähneln sich häufig stärker untereinander als den moderaten Menschen in ihrer eigenen religiösen oder kulturellen Gemeinschaft. Dieses Argument ist übrigens keine Werbung für die sogenannte Hufeisentheorie. Das bedeutet nicht, dass diese Ideologien identisch wären. Es ist ein sozial-psychologisches Argument über Radikalisierung. Es bedeutet nur, dass Radikalisierungsprozesse beim Menschen oft nach ähnlichen psychologischen Mechanismen funktionieren. Auch manche Inder finden manche Sachen wenig funny, wenn es um ihre Religion geht. Grundsätzlich wäre natürlich schöner, wenn Menschen, die an ewige Wahrheiten glauben, ein wenig entspannter wären und die Beurteilung solcher Taten ihren jeweiligen allmächtigen Gottheiten überlassen würden, frei nach dem Motto, er wurde nicht augenblicklich von einem Blitz aus heiterem Himmel niedergestreckt, dann kann es schon nicht so schlimm gewesen sein. Aber so sind Menschen halt einfach nicht gestrickt. Und werden es womöglich auch niemals sein. Schlomos Umfeld spiegelt derartige Denkweisen übrigens ebenso wie vieles andere
was er seinen politischen Gegnern für gewöhnlich gerne und kontinuierlich unterstellt. Sein Gesinnungsgenosse, der Schattenmacher, fantasierte auch schon mal von der Todesstrafe für Menschen, die in Kirchen kopulieren. Nach den vorher schon erwähnten Koranverbrennungen und dem Urinieren wurde er jedenfalls zusehends immer paranoider und auch immer rechter. Und zu dem Zeitpunkt hatte sich der Content ja auch schon so ein bisschen gewandelt von am Anfang mehr so Atheism 101 Schiene, ne, was ja dann auch die Migration berührte, im Sinne von, das Problem ist, dass das konservative, radikale Muslime sind, zu generellerer Migrationskritik und dann vor allem auch dem anti-weißen, anti-deutschen Zeug, das aus den Öffentlich-Rechtlichen kam. Der folgende Ausschnitt stammt noch aus der Übergangsphase. Aber du bist der Meinung, da ist sowieso nichts zu machen? Mit dem Islam, nee. Also es ist nicht möglich, den zu vereinbaren mit Demokratie an sich, mit westlichen Werten an sich. Also ich denke, der Islam an sich muss, entweder muss sich abgeschottet werden von dem Islam oder der Islam muss an sich ausgelöscht werden. Das sind die beiden Möglichkeiten. Auslöschen ist aber ein ganz schön hartes Wort. Wie soll das denn funktionieren? Kleiner Funfact am Rande. Allerspätestens jetzt werden seine Anhänger damit anfangen, wütend in die Tasten zu hauen. Oh, der war damals besoffen. Das ist schon so lange her. Und außerdem hat er sich dafür auch entschuldigt. Letzteres ist aber auch gar kein Wunder, wenn man bedenkt, dass das Interview damals selbst in seiner Bubble nicht gut ankam und er sich damit wohl auch den ein oder anderen Zuschauer vergrault hat. Inzwischen ist er und seine Zuschauerschaft aber um einiges radikaler unterwegs. Die in bestimmten Überlegungen, ja, das ist so schwierig, ne, wie ich das formulieren soll, quasi nicht so weit sind wie die Europäer, okay? Nicht so progressiv. Es hat schon eine Wertung in sich, ich weiß, es hat schon eine Wertung. Ich würde lustigerweise widersprechen. Ich bin heute der sagt, nein, wir haben einen an der Waffel. Das ist nicht progressiv, was wir machen, wir haben Dachschaden. Aber genau, und früher warst du ein Kulturchauvinist, dass du gesagt hast, es ist besser, was wir hier haben. Exakt. Da sind wir bei des Pudels Kern. Ne? Da sind wir bei des Pudels Kern der Koranverbrennung und inwiefern ich damals quasi noch Mainstream-konformer war mit dem, was ich gedacht habe. Damals war ich sowas wie die extremste Form von einem Westextremisten. Und heute sage ich halt, das gesamte Projekt dieser Abschaffung von Separationslinien, das hätte ich damals auch nicht in positiver Form so ausformuliert, aber das ist, was ich heute denke, worauf das Ganze hinausläuft, ist halt vergebens. Und wir machen uns zum Vollobst. Wir können jetzt an diversen Punkten hier ansetzen. Erstmal brauchen wir da ja quasi die dritte, noch nicht liberalisierte Welt als Geburtenkammer, weil wir uns überhaupt nicht mehr fortpflanzen. Und das zieht sich durch jedes liberale Land auf der Welt durch. Schlomos Lösung ist: Ausländers raus. Rechte Untergangsnarrative ziehen sich schon seit über 100 Jahren durch die Geschichte wie ein roter Faden. Schon Oswald Spengler sah den Untergang des Abendlandes als unausweichlich. Später kamen völkische Ideen dazu, die Volk als bedrohten Körper verstanden. In den 60ern warnte Enoch Paul mit drastischen Bildern von Migration. Heute spricht man vom großen Austausch oder Volkstod. Die Muster bleiben gleich. Komplexe gesellschaftliche Veränderungen werden zu einfachen Bedrohungsszenarien umgedeutet. Migration, Wandel und Vielfalt erscheinen nicht als Realität, sondern als Angriff. Dazu kommt eine dramatische Sprache voller Untergangsbilder, die Angst erzeugt und Schuldige liefert. Was sich ändert, ist nur die Verpackung. Die Erzählung bleibt. Wir verschwinden, die anderen übernehmen. Diese Narrative sagen oft weniger über die Realität aus, als über tief sitzende Ängste vor Kontrollverlust und Veränderung. Kinder sind keine sofortige ökonomische Ressource. Sie kosten zunächst Geld, Betreuung, Bildung, Gesundheit, brauchen oft 15 bis 20 Jahre, bis sie selbst produktiv werden und Steuern zahlen oder Wirtschaftskraft erzeugen. Sie plumpsen nicht fertig aus dem Geburtskanal. Ideen wie Remigration oder Rückführung klingen für Rechte nach Lösung gegen den Volkstod. In der Realität wären sie wirtschaftlicher Selbstmord. Viele westliche Länder sind überaltert, Renten- und Gesundheitssysteme hängen von den Erwerbstätigen ab. Migration stabilisiert Arbeitsmarkt und Sozialsysteme, Fachkräfte fehlen, sonst sofort. In einer globalisierten Wirtschaft sind Lieferketten, Handel und Know-how eng vernetzt. Rückführung würde Produktivität und Konsum massiv brechen. Rechte Narrative ignorieren das einfach. Sie denken in biologischen Kategorien, nicht in ökonomischen Realitäten. Remigration löst keine Probleme, sie verschärft sie. Wer davon träumt, verschließt die Augen vor der ökonomischen Logik. Überalterung plus Globalisierung plus erzwungene Abwanderung gleich Systemkollaps. Aber zurück vom Gegenwart-Schlomo Hin zum Schlomo der Vergangenheit. in seiner westextremen Phase. Ich würde darauf wetten, dass er heutzutage bei einem ähnlichen Fail nicht ganz so viel Kritik kriegen würde, wie damals beim Holger. Synthetic amniotic gel supports emotional regression and stress reduction. Okay. Das jetzt gerade, weil ich das sage, ist hypothetisch. Okay? Ja.
Ja? Es ist nicht irgendwie im Sinne von, das will ich machen oder so, sondern ich sage jetzt, was notwendig wäre, um das zu machen. Ja. Okay? Es ist nicht, was ich machen will. Es wäre notwendig, in so ziemlich jedes islamische Land einzumarschieren, militärisch, eine Militärdiktatur, eine säkulare Militärdiktatur für einige Generationen dort zu halten, bis die Leute halt wirklich unsere Weltsicht annehmen. Das wäre notwendig. Historisch betrachtet ist das ungefähr so sinnvoll, wie einen Ölbrand mit Wasser zu löschen. Die Entschuldigung, dass er damals besoffen war, finde ich jetzt auch nicht so stichhaltig. Es heißt ja auch, dass Kinder und Betrunkene die Wahrheit sprechen. Nicht im Sinne, dass sie Recht haben, sondern dass sie nicht lügen in diesem Zustand. Wobei sich ja sowas gerne auch wechselseitig befruchtet. Konnte man ja schon beim ollen Lovecraft sehen. Das mit der Paranoia und der extrem rechten Weltanschauung. Der Schlomo ist aber zumindest kein Fan von Hitler, sondern eher sowas wie der Mund vom Söllner. Ach so, die paar antideutschen Wegelagerer, in die ich mit meinen letzten beiden Videos versehentlich reingetreten bin, brauchen nicht stinkig zu sein. Der Schlomo ist kein Jude, weder vom Glauben her noch von Geburt an. Der Name wurde zwar von Dennis Ingo Schulz, dem alten Weggefährten von Dr. Axel Stoll, indirekt inspiriert. Ja. Das muss man natürlich wissen. War allerdings damals eher als Abgrenzung gegenüber dem krassen Antisemitismus von Dingo intendiert. Wie bin ich heute drauf, Mr. Socko? Du bist und bleibst ein intolerantes, rassistisches Arschloch. Gut, dann mach ich so weiter. Als dem Bedürfnis, selbst mal ein wenig antisemitisch sein zu wollen. Heutzutage ist ja mittlerweile bloß sowas wie ein lebender Reichweite-Booster für die Ideen Martin Sellners, der seinerseits trotz seines Daseins als rechter Influencer immer noch die Aura eines Jungs hat, der in der Schule immer als einer der Letzten in die Mannschaft gewählt wurde. Und das, obwohl er mittlerweile recht fit ausschaut. Der aufgepumpte Schlaubi-Schlumpf. Einer der Hauptgründe, warum ich eigentlich nicht zum Kehrabstand gehe, sondern lieber zum Fußballstand ist, bei den meisten Kehrabständen gibt es nicht mal erstmal kein Bier. Das sind nämlich muslimische Mitbürger, die trinken Alkohol. Das ist schon mal ein Hauptgrund, warum ich nicht hingehe. Aber ich muss sagen, ich esse prinzipiell keinen Kebab. Und das hat einen Grund und ich werde mich jetzt nicht darauf ausregen, dass mir nicht schmecken würde. Mein letzter Kebab lag zurück, da war ich glaube ich im zarten Alter von 15, 16 vor meinem politischen Erwachen. Ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als der kleine Martin das erste Mal in meinem Laden kam. Und die haben mir eigentlich sehr gut geschmeckt, weil gebratenes Fleisch, Zwiebel, Knoblauchsoße, da kann man bei mir nicht viel falsch machen. Ja? Aber für mich ist es eine prinzipielle Entscheidung, warum ich darauf verzichte. Schränkt sich für mich auf Kehrabstände, sondern ich verweigere genauso den Konsum von McDonald's. Ich bin euch der Meinung, dass wir in unserer eigenen Esskultur genügend guten Fastfood haben. Wiener Würstelstein gibt es nämlich, das muss ich mal erklären für alle bedauernswerten Existenzen, die noch nie in Wien waren. Eine Institution, die es seit dem Jahr 1911 gibt. Wir sind Wurstländer Deutsche, Wurstländer Deutsche, knack, knack. Götz Kubitschek, seines Zeichens unter anderem Schlomos Verleger, ist ebenfalls Wurstfluencer im AfD-Vorfeld. Jetzt kommt die Dönerfrage. Genau. Kubitschek, essen Sie gerne Nein, Döner? das tue ich tatsächlich nicht. Und das tue ich tatsächlich... Gyros. Pizza? Pizza, ja. Okay. Das tue ich tatsächlich, also tatsächlich bewusst nicht. Damit Sie das in dieser Frage so beantworten können? Nein, das ist für mich einfach ein Kulturbruch. Also man isst einfach kein Döner, das macht man nicht. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Den hat man oder hat man nicht. Aber mit Geschmack hat das ja gerade nichts zu tun. Für den einen ist es ein Kulturbruch, für den anderen eine Frage des Prinzips. Aber ich muss sagen, ich esse prinzipiell keinen Kebab. Und das hat einen Grund und ich werde mich jetzt nicht darauf ausregen, dass mir nicht schmecken würde. Für Menschen, die im Leben stehen, inzwischen eher eine Frage des Preises. Das mit dem Döner. Arme Würstchen machen daraus eine ideologische Frage. Das macht man nicht. Nein, in Deutschland isst man eine Thüringer Bratwurst, eine Bockwurst oder so. Ja, so, da bin ich eigen. Wir sind Wurstländer Deutsche, Wurstländer Deutsche, knack, knack. Ich weiß, dass es in meinem unmittelbaren Umfeld Leute gibt, die ganz gern mal einen Döner essen. Das sollten die ruhig machen irgendwie, aber ich bin in manchem halt konsequent und ich esse keinen Döner. Das ist dann zu fremd. Das ist einfach, das ist vielleicht so wie ich gehe auch nie zu McDonald's oder zu Burger King. Okay, das relativiert es tatsächlich ein bisschen man frisst wieder. nicht aus der Hand, ja. Das unkultiviert. Das gehört so. Und jetzt haben sie aber nicht aufgepasst. Eigentlich dürfte ich dann auch an der Straße keine Thüringer kaufen und keine Bockwurst.
tue ich trotzdem. Und das esse ich dann nicht vom Porzellanteller mit Messer und Gabel. Da bereits festgestellt wurde, dass es hier nicht um Geschmacksfragen geht, darf der Kuhengräber auch ein wenig geschmacklos sein. Auf mich wirkt er so dermaßen verkniffen, dass, wenn man ihm ein Stück Kohle in den schieben würde, unter dem Druck dieser maximalen Verkniffenheit in kürzester Zeit womöglich ein Diamant entstünde. Dass er kein Döner ist, weil er seinen Volkskörper mit nichts Kulturfremden besudeln möchte, dass er seine Frau sieht. Bevor wir nun zur Sache selbst kommen, gedenken wir seiner Majestät, unseres allergnädigsten Kaisers. Und dass er aus Deutschland am liebsten einen antimodernen Ethno-Schrebergarten machen würde, zeigt die groteske Konsequenz seines rigiden, spießigen Weltbildes. Und Privatsache ist nur, was man auch Privatsache lässt und nicht in Interviews oder schriftlich öffentlich verkündet, um seine Ideologie zu pushen. Aber das essen Sie dann, weil es deutsch ist. Weil es zur Kultur Ja, weil es halt hier dazugehört. Wir sind Wurstländer Deutsche, knack, knack. Kubitschek hält die Deutschen für romantisch. Ein Euphemismus für realitätsfern. In diesem Sinne sind zumindest seine Anhänger sehr romantisch. Nun wissen nicht nur Experten, künstlich hergestellte Diamanten sind wenig wert. Besonders wenn die sich jemand ungewaschen aus dem zieht. Ich finde nicht, dass der komisch riecht. Was manche Menschen aber davon nicht abhalten wird, andere dafür einen hohen Preis zahlen zu lassen. Und einer dieser Menschen, die bereit sind, andere einen hohen Preis zahlen zu lassen, ist auch der Schlomo. Hör jetzt auf! Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, und dass aus Ihrem Milieu keine Gewalt von ausgeht, und da würde ich sagen, Sie sprechen wahrscheinlich von Ihrem unmittelbaren Umfeld. Tut er nicht, aber auch das wäre gelogen. Am Rande der Veranstaltung kommt es zu Tumulten. Mittendrin sind Götz Kubitschek und sein Sohn Wieland, der unvermittelt einem Mann eine Glasflasche an den Kopf schlägt. Auf Nachfrage gibt der Vater an, sein Sohn habe ihn nur schützen wollen. Offenbar hat Wieland den mutmaßlichen Angreifer für einen Linksextremisten gehalten. Ein Irrtum. Der Kamerad ist ein Rechter und Wieland Kubitschek nun wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Aber gibt es rechtsextreme Gewalt in Ihrer Welt? Also ich kenne sie nicht. Ach Gottchen. Dancing to the void, dancing to the void. Aber Kuhlengräber. Ich dachte, das Video ist über Schlomo. Genau. Schlomo! Schlomo! Wir wollen Schlomo! Ist es auch. Nur, der Schlomo von heute ist ohne die Ideen von Sellner und Kubitschek in keinster Weise denkbar. Ohne diesen ideologischen Gleichklang, etwa beim Thema Remigration, gäbe es auch keinen gegenseitigen Support in dieser Form. Und nein, das ist keine Kontaktschuld. Wenn mehrere Akteure öffentlich dieselben Konzepte propagieren, dieselben Begriffe nutzen und sich durch metaphorisches öffentliches Eierkraulen gegenseitig ebenfalls metaphorisch in ihren Positionen bestärken, dann reden wir nicht über Zufall, sondern über ein politisches Männerbündnis mit gemeinsamen Zielen. Wie eng diese ideologische Disziplin teilweise gehandhabt wird, zeigt auch ein anderer Fall. Als Krah begann, sich öffentlich vom Konzept der Remigration zu distanzieren, vermutlich, weil der machtbewusste Nebemann ein mögliches Parteienverbot kommen sah, war der Ärger im Umfeld von Kubitschek groß. Besonders bei Schlomo. Widerstand entgegen was? Inzwischen ist Krah dazu übergegangen, AfD-Politiker dazu aufzurufen, sich von Martin Sellner und seinem Konzept der Remigration zu distanzieren. Er versucht im Grunde genommen das gesamte aktivistische Vorfeld politisch zu vernichten, bedeutungslos zu machen und verwundbar zu machen für Machtmittel. Ja, und Maximilian Krah, um nochmal auf ihn zurückzukommen, der hat ja einen ziemlichen Strategiewechsel hingelegt im letzten Jahr. Der versucht ja jetzt seit einiger Zeit, Martin Sellner und das Schnellruder-Umfeld so gut es geht aus der AfD zu drängen und deren Einfluss zu beseitigen, oder? Ja, genau.
Er hat ein Gegenkonzept entwickelt, das er durchdrücken will in der Partei zu Remigration. Also ein Konzept, das dann auch quasi die demografischen Probleme lösen will. Und zwar durch ein Nebeneinander, durch quasi Gated Community neben Gated Community, durch Parallelgesellschaft neben Parallelgesellschaft und das Ganze eigentlich nicht mal staatlich, weil auch das wäre natürlich verfassungsfeindlich. Betonung liegt übrigens auf auch, genauso wie auch der Martin ist mit seinem Konzept nicht auf dem Boden der Verfassung. Sondern quasi zivilgesellschaftlich segregiert. Also die Leute sollen, oder einfach nur gesellschaftlich, einfach nur zwischenmenschlich segregiert, wie die Leute es sowieso tendieren zu tun, auch wenn natürlich dann die eine Parallelgesellschaft mal in die andere reinragt und dann werden natürlich die Deutschen, wenn sie in die Minderheit geraten, deutlich schlechter behandelt, als wenn sie zahlenmäßig noch die Hosen anhaben. Wenn Minderheiten behaupten, sie würden diskriminiert, erklären ihnen rechte Influencer aufgeregt, dass das Unsinn und hysterisches Opferdenken sei. Sobald jedoch Deutsche rein hypothetisch drohen, irgendwann zur Minderheit zu werden, funktioniert dieselbe Logik plötzlich wie ein Alarm. Strukturell verwundbar, dringend schützenswert, sofortige Panik, der Untergang des Abendlandes. Der Minderheitenbegriff ist hier wie ein Rauchmelder. Wenn andere ihn nutzen, wird genervt gefordert, dass jemand endlich die Batterie rausreißt. Wenn der Alarm in der eigenen Wohnung klingelt, weil der Sensor kaputt ist, rufen sie nach dem Einsatz von Löschflugzeugen. Am Ende ging das Krafaffel so weit, dass Kubitschek Krahs neues Buch nicht über seinen Verlag veröffentlichte. Das muss wohl diese berühmte intellektuelle Offenheit sein, mit der sich die Rechten immer brüsten. Er hat wieder Martin gelästert. Und deshalb machen wir auch noch einen kleinen Schlenker zu Sellner. Im letzten Teil des Videos kümmern wir uns dann ausschließlich um Schlomo. Ihre Macht ist vorbei. Wir werden gewinnen. Wer ist denn wir? Wir, die Patrioten, das rechte Lager. Sie wissen, was passiert, wenn eine Gesellschaft, die in Angst und Unterdrückung gehalten wurde, diese Angst kollektiv verliert. Und das steht Ihnen bald bevor. Kommt es nur mir so vor? Oder ist der Scheitelschlumpf irgendwie rasant gealtert? Nach Gewaltverzicht klingt das ja nicht gerade. Aber behaupten die doch immer, dass der so gegen Gewalt ist. Der ist ja kurz davor, bald kommt der Tag der Rache hier anzustimmen und vom gerechten Volkszorn zu schwafeln. Meine Fresse. Was ein Würstel. Auch Söllner hat sich inzwischen von seiner antisemitischen Vergangenheit distanziert. Heutzutage sieht er Israel eher als heroisches Projekt. Weil man kann natürlich sagen, der Zionismus ist auch ein heroisches Projekt auf eine Weise. Ja? Sagt Frei. Ja. Zu Zeiten seiner Pubertät sei er im Judentum noch die Wurzel allen Übels. In seiner Jugend wurde ihm im Alter von 17 der Prozess dafür gemacht, dass er Plakate mit Hakenkreuzen und die Aufschrift Legalisiertes an die Außenmauer der Synagoge in seinem Heimatort Baden angebracht hatte. Später tauschte er dann das Hakenkreuz gegen den griechischen Buchstaben Lambda, vermutlich weil der optisch auch in Richtung Rune geht, und gründete die identitäre Bewegung. Der eine nennt sich Schlomo, ohne einer zu sein, der andere verehrt Israel, nachdem er zuvor mit 17 noch antisemitische Parolen aufgehangen hat. Zwei wandelnde Widersprüche und Gegensätze, die sich trotzdem in der gleichen rechten Wohlfühlblase treffen, um sich gegenseitig ordentlich die Eier zu kraulen. Schlomo, der Paranoiker aus dem AfD-Vorfeld, Sellner, der wandelnde Rebranding-Versuch eines gescheiterten Neonazis, ein Dreamteam der intellektuellen Lehre und geborgter, verwässerter, dummer Ideen aus dem letzten Jahrhundert. Call now and let the void guide your thoughts. And don't wait. It's already waiting for you. I see it now. Daddy! 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 Wobei Schlomo die Rolle eines metapolitischen Fluffers übernimmt. Ihr habt ja vielleicht die Saga mitverfolgt. Sicherlich die Saga davon, dass Deutschland Martin ein Einreiseverbot erteilt hat. Er wollte es natürlich. Es ist so unglaublich lustig, wenn man sich das Ganze anschaut. Die ganzen Clips, wo er dann in dem Mini sitzt und ruft, ja, ich darf einreisen. Es ist so lustig. Martin ist ein Held, kann man nicht anderes sagen. Ich habe auch gestern die zweite Reise so ein bisschen mitverfolgt. Das war schon sehr witzig. Ich habe das Kostüm gesehen. Das war auch so lustig. Ich musste denken an Eskimo Callboy. Ne? Die heißen Electric Callboy und nicht Eskimo Callboy. Du popkultureller Legastheniker. Für den coolen Gräber sieht das auch eher wie die Sylt-Hipster-Version von Chiagu aus, was der Inuit-Puppenjunge da seinerzeit beim Café Greindl abgeliefert hat. Postet den Martin fleißig auf X. Die meisten der Retweets stammen aus dem November. Und auch was er sonst so von sich gibt, ist voll auf Linie Sellners. Man könnte fast sagen, wenn man wissen will,
Was der Schlomo denkt, muss man nur den Martin fragen. Die beiden haben jetzt auch zusammen einen Podcast, wo sie Strategien besprechen, so wie Pinky und der Brain. Fürs pseudo-intellektuelle Schwadronieren ist ja bei euch auch eher der Schatti zuständig, wie verwirrte Menschen ihn gerne nennen. Du Lump! Das ist bloß Kontaktschuld. Nö, die beiden betreiben regelmäßig einen Podcast zusammen und sind auch in den maßgeblichen Punkten ziemlich d'accord. Wer von beiden der größere Kubitschek-Fanboy ist, lässt sich allerdings nur schwer sagen. Ich habe mir den Schlomo gepackt und dann sind wir vor das Rittergut im Markgrafentum gefahren und haben gerufen, Herr Kubitschek, machen Sie Fanmanagement? Und der Markgraf hat tatsächlich geantwortet und uns zum Gespräch eingeladen. Ansonsten ist der Mann mit dem Schatten auch kein Freund des Artikels 1 des Grundgesetzes und würde den am liebsten abschaffen. Es wird dann nämlich auch recht vieles über die Würde des Menschen begründet. Dass jedem dahergelaufenen Hallodri auf dem Staatsgebiet des deutschen Volkes ein Recht auf Existenzsicherung zusteht, zum Beispiel. If you prefer discretion over display, there is nothing more exclusive than the Dimension 13 Limited Mail Order. Und dass dieses Existenzminimum per se erstmal unabhängig von dessen Aufenthaltsstatus zu sein hat. In die Realität übersetzt und ein wenig spitz formuliert bedeutet dies nichts anderes, als dass es ob der Aufrechterhaltung der Menschenwürde zulässig ist, Thomas ein paar Überstunden nahezulegen, damit Murat ein Auskommen hat. Ja, genauso wie mein Nachbar Mehmet für Chris zahlen darf. Duisburg im Ruhrgebiet. Hier wohnt der 32-jährige Christopher, den wir schon seit Jahren begleiten. Er kassiert Stütze und dreht nebenbei gerne mal ein krummes Ding. Guten Morgen, Deutschland! Ich bin Chris aus Duisburg, lebe seit 14 Jahren auf Staat sein Nacken. Ich könnte arbeiten gehen, aber auf Staatskosten lässt sich besser leben. Das Argument ist übrigens nicht, Deutsche machen das auch, sondern sozioökonomische Faktoren. Die Idee, Würde an Nützlichkeit zu koppeln, stammt übrigens nicht aus der Finanzpolitik, die stammt aus der Eugenik. Aus genau jener Denkschule, die Menschen nach Wert sortierte und den Rest entsorgte. Und während man noch überlegt, wie jemand, der einst linksliberal begangen, sich so tief in rechten Wahnwelten verlieren konnte, öffnet sich bereits das rostige Tor zu Schlomos gedanklichen Abgründen und zu seinem persönlichen Garten der Unzulänglichkeit, in dessen Zentrum ein surrender, schimmliger Bienenstock steht. Dort dreht sich stets alles im Kreis. Paranoia, Verschwörungstheorien, messernde Ausländer, Remigration, die ewig gleichen Memes, garniert mit hohlen, simplifizierten ideologischen Echos. Friends, have you accepted the void into your heart? You're seeing this because you were chosen. Call now 1-800-JOIN-VOID. Thank you for calling. You've been chosen. Join us. Experience the void. Don't think. Don't ask. Just clap. The void is waiting. We accept the voids! Hope is a lie, the light tells before it dies. Also ich lasse das ein bisschen auf mich zukommen, weil ich auch das Gefühl habe, und das mag auch so ein bisschen ein Cope sein, in die Richtung von sich keine Gedanken drüber machen müssen, aber auch weil ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft so fluide im Wandel ist. Also es wäre denkbar, dass wir in 20 Jahren, Leute wie wir, ernsthafte Gesellschaftspositionen bekleiden. Es wäre denkbar, dass wir der Drachenlord sind. Da ist der Schlomo definitiv was Heißem auf der Spur. Aber wieso erst in 20 Jahren? Und ein bisschen Sargon of Applebee's hast du auch noch mit drin. Hast du vergessen. Keine Ursache. Kapitel 2. Mistbauzeit. Letztes Jahr verbrachte er sehr viel Zeit mit der Bewerbung eines neuen Buches namens Bauzeit, wo er jetzt seine Knastzeit nachträglich monetarisieren möchte. Grund hierfür war übrigens, dass er Auflagen und Termine aufgrund partieller Lebensunfähigkeit mutwillig verstreichen ließ, Strafbefehle nicht bezahlte, zu seinem Prozess nicht erschien und lieber türmte, als ihm letztendlich die Quittung dafür überreicht wurde. Die Inszenierung als politischer Gefangener ist insofern in etwa so weit von der Realität weg wie die lustigen KI-Sequenzen des Kuhlengräbers. Baron Pielka, a.k.a. Schlomo Finkelstein, ist verurteilter Straftäter. Verurteilt worden ist er zu 12 Monaten Haftstrafe aufgrund der Inhalte seines YouTube-Kanals. Für die einen ist eine absolut gerechtfertigte Haftstrafe gewesen, für die anderen gilt er als einer der ersten politischen Häftlinge in Deutschland nach 1945. Ich habe niemanden erschossen, bloß um ihn sterben zu sehen. Ich habe losgesoffen.
war zu unfähig, mein Leben zu bestehen. Du siehst ohne Maske wirklich, ich sag mal, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht, dass der Zuschauer das versteht. So aus, als könntest du fucking kein Wässerchen trüben. So ist halt, man will dir eher helfen, als dass man denkt, um Gottes Willen, von dem muss ich Angst haben. Ne? Man will mir helfen? Ja, im Sinne von, so, also ist... In dem Sinne, dass du wie ein loster Lappen aussiehst. Outfitmäßig ist bei dir ja momentan auch eher Pussy Riot angesagt. Das hilft auch nicht. Boah, gab's im Knast eigentlich keinen Friseur? Oder war der Moslem? Und du traust grundsätzlich keinem Ausländer mit einer Schere in der Hand. Shlomo, der politische Gefangene der BRD, hört sich in meinen Ohren ungefähr so an, wie wenn Jana aus Kassel Und ich fühle mich wie Sophie Scholl einen Unfall auf der Autobahn baut und danach behaupten würde, sie sei Opfer nationalsozialistischer Politik geworden, weil der Autobahnabschnitt schon unter Hitler erbaut wurde. Aber Shlomo, der hat schlicht Strafbefehle ignoriert, Termine sausen lassen und gedacht, er könne sich wegducken. Das Ergebnis war Knast. Pure Selbstverschuldung, Prokrastination der Königsklasse, garniert mit, wie immer, einer ordentlichen Portion Größenwahn. Für die meisten seiner Anklagepunkte wäre Shlomo wohl nicht verurteilt worden. Bis auf seine euphemistisch ausgedrückt kreative Verwendung des Korans. Das Ergebnis bei derartigem Umgang mit religiöser Symbolik ist übrigens in den meisten westlichen Staaten recht ähnlich. Sogar in der liberalen Schweiz. Und nun in die Schweiz. Die Zürcher Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Sanja Ameti, Co-Präsidentin von Operation Libero wegen Störung der Glaubensfreiheit. Ameti hat letztes Jahr ein Video veröffentlicht, in dem sie mit einer Luftpistole auf ein Bild von Jesus und Maria schießt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr eine herabsetzende und verletzende Missachtung des christlichen Glaubens vor. Grundsätzlich findet der Kuhengräber, dass das in einer optimalen Welt ähnlich hart bestraft werden sollte, wie wenn jemand Gandalf aus Herr der Ringe beleidigt oder Spider-Man lästert. Nämlich gar nicht. Ist aber nicht so. Falls er für die anderen Anklagepunkte wirklich verurteilt worden wäre, obwohl er sich dafür vor Gericht verteidigt hätte, würde ich ihm dafür sogar einen Gummipunkt geben. In einem Land, wo irgendwelche Klimakleber-Mädels Besuch vom SEK bekommen und mit gezogener Waffe im Anschlag in Unterwäsche lang gemacht werden, hält sich das Mitleid des Kuhengräbers auch bei der Art und Weise seiner Verhaftung in sehr engen Grenzen und tendiert absolut asymptotisch gegen Null. Nah, mate. Sod off. Don't give a toss. Ja, ich sehe, dass die AfD ihre jetzigen Wahlversprechen und so weiter brechen wird, um zum Beispiel ihre Politiker aus dem Bundestag dann in Europäischen Parlament und Kommission aufs Abstellgleis zu führen und dort eine Menge Geld zu verdienen. Scheißegal, was auch immer sie machen. Ich sehe das schon kommen, du siehst es nicht als gegeben, also dass wir einfach unterschiedliche Zeithorizonte haben, in denen wir denken. Oder ich weiß nicht, ob das der Knackpunkt ist, weil ich denke, es liegt auch daran, dass ich eben keinen Einfluss von null darauf habe, was mit der AfD passiert. Deswegen fühle ich mich halt dem nicht hilflos ausgesetzt, sondern ich sage mir immer eher, nicht, wenn ich es verhindern kann. Ne? Ich versuche halt da reinzuwirken und ich bin ja auch ganz gut vernetzt, versuche Impulse zu geben in die Gegenrichtung. Insgesamt ist das politische Vorfeld sicher nicht unwichtig für die AfD. Nichtsdestotrotz ist Selbstüberschätzung der eigenen politischen Wirkmacht ein weiteres herausragendes Merkmal von Shlomo Finkelstein und seinen Gesinnungsgenossen. Das fängt an beim Battlebrief an Donald Trump und J.D. Vance aus dem Gefängnis. Dear Mr. Vice President J.D. Vance, at almost exactly the same time, I saw your speech at the Munich Security Conference, and it gave me a sliver of hope. Und endet bei dem Glauben, dass das Vorfeld beeinflussen könnte, ob die AfD mit der CDU zusammengehen wird, wenn das die Wahlergebnisse hergeben. Und das bei einer Partei, die sich bereits schnurstracks von ihrer ursprünglichen Jugendorganisation trennte, als diese seinerzeit als rechtsextrem eingestuft wurde. Der Schwanz wackelt halt nicht mit dem Hund, sondern immer noch umgekehrt. Der Kuhengräber ist ja in dieser Hinsicht ein Schwanzwedelrealist. Die AfD ist kein monolithischer Block. Und spätestens dann, wenn es um Pöstchen gehen wird, werden die Konfliktlinien wesentlich deutlicher aufbrechen. Und ich möchte Ja, grundsätzlich, was ich erreichen möchte auf lange Sicht, ist, dass sich das rechte Lager mehr libertären Ideen zuneigt, statt sich auf nichts anderes Gedanken zu machen als Ausländer raus ist mir wichtig und der Rest ist mir scheißegal, vor allem Wirtschaft ist mir scheißegal. Das ist das, was ich eigentlich erreichen möchte. Das ist nicht scheißegal, aber das ist halt nachgeordnet. Also wir dürfen ja Prioritäten haben. Ne? Und das bleibt eben die Priorität. Und das ist auch der Grund, aus dem wir uns nicht einer Seite anschließen werden, weil eben
es keinen Sinn macht, sich einzuboxen, wenn die Priorität, die über allem anderen steht, eine ganz andere ist. Und die lustigerweise, also ich kann dafür argumentieren, dass deine Priorität auch an erster Stelle Demografie sein sollte. Eigentlich ist die AfD ja auch bloß ein Symptom und Schlomo im Prinzip nur ein Symptom des Symptoms. Nicht mehr als Menstruationsbeschwerden westlicher Staaten und Perioden gesellschaftlichen Wandels, in denen überalterte, wandlungsunwillige Gesellschaften auf massiven technischen und kulturellen Fortschritt treffen und ihr Heil in Zerrbildern der Vergangenheit suchen. Man könnte noch vieles sagen über sein Märtyrer-Narrativ. Schwierig, wenn man vorzeitig entlassen wird. Er glaubt übrigens auch, dass Böhmermann ihn töten wollte, oder ihm zumindest schwer schaden wollte. Mit einem Doxing? Das keines war, weil sowieso jeder seinen Klarnamen kennt, der es wissen will. Und auch zu Gast bei Ziegenonkel Götz, seine Stimme haben wir gerade schon gehört, der hat normalisiert reingerufen, Aaron Pielka, alias Schlomo Finkelstein. Im Internet versteckt er sich hinter diesem Avatar. Aaron Pielka, ein ganz, ganz alter Bekannter. Der hat online schon mitgehetzt, als die AfD zum allerersten Mal in den Bundestag gekommen ist. Aaron Pielka, sein Markenzeichen, er will sein Gesicht lieber nicht zeigen. Aber ja, da ist die Frage, du warst damals im Gefängnis, als Jan Böhmermann seine Sendung da gebracht hat. Wieso hielt er es für nötig, andauernd deinen Vornamen zu wiederholen? Ja, er hat es 5-mal oder 6-mal als vollen Namen getan, ne? In einem wirklich kurzen Beitrag eigentlich insgesamt über mich. Das war jetzt ja nicht der Bärenanteil von dieser Sendung, sondern das waren eher, 3-4 Minuten und ist wirklich auf dem Namen rumgeritten. Zusammen mit der Information, dass ich einen Koran verbrannt habe und deswegen im Gefängnis sitze. Und das ist natürlich hinter Gittern eine sehr brisante Information, weil die Demografie hinter Gittern, ich war im Osten zum Glück dann am Ende untergebracht. Ich bin ja durch 10 verschiedene Gefängnisse durchgelaufen, weil ich erstmal in den Westen geschickt wurde wegen der Meldeadresse, dann wieder zurück. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon wieder im Osten. Da ist jetzt nicht komplett muslimisch dominiert, sondern da ist es eher osteuropäisch dominiert. Ja, das ist mit Sicherheit die wahrscheinlichste Möglichkeit. Ist nicht einfach Content für den? Das ist überhaupt nicht paranoid, kein Stück. Dann, ich denke eigentlich, in meinem Fall ist das einzige Ziel, das wirklich bestanden haben kann, eben diese Informationen in die JVA reinzubringen. Weil ansonsten, man kann mich doch schon googeln. Und damals sah es ja noch stark danach aus, als wenn ich erst im August rauskommen würde. Das heißt, was ist der Mehrwert davon, wenn mein Name nochmal an die große Glocke gehangen wird, 3 Monate vorher? Da erinnert sich doch in der Aufmerksamkeitsökonomie sowieso keiner mehr dran, wenn ich dann wirklich rauskomme. Und auch jetzt, ist jetzt wirklich der Schaden davon. Mein Name war vorher bekannt, mein Name ist jetzt bekannt. Insofern kann ich mir nur vorstellen, dass das der Zweck davon war. Das hat nicht funktioniert, weil... Ich kann noch mal festhalten, Herr Böhmermann hat im Grunde genommen riskiert, dass du im Gefängnis gelyncht wirst. Also ich denke, das war der Zweck. Im schlimmsten Fall, ja. Also ich denke, gelyncht, vielleicht nicht, wenn ich sage Zweck, dann ist gelyncht vielleicht etwas drüber, vielleicht nicht spezifisch das, aber dass mir da zu Leibe gerückt wird, dass man mich vorher auch, insofern ein weiterer Zweck erschließt sich mir nicht, als es ins Gefängnis reinzutragen. Er behauptet, ein Neonazi habe ihn im Knast auf der Treppe angemacht, weil er angeblich die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz abgelehnt hätte. Jetzt gerade mit diesem Rechtsextremisten da, meinst du, der quasi, der wurde auf dich angesetzt oder was, oder wie? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also warum? Ja, aber warum war er denn gerade auf dich? Warum hat er dich denn sozusagen auch angegriffen mit Schwitzkasten und so weiter? Für mich wäre logisch, wenn er jetzt versucht hätte, dich irgendwie bei dir einzuschleimen, damit du ihm so ein paar Sachen vielleicht erzählst oder sowas. Aber was hat denn diese Aktion für einen Sinn gehabt? Ich denke, der Sinn war, direkt nachdem ich dieses Gesprächsangebot nicht angenommen habe vom VS, dafür zu sorgen, dass ich entweder selber Kontakt aufnehme, weil ich mir denke, ich halte es auf keinen Fall länger hier aus. Tatsächlich? Der Neonazi hat ihn einfach ausgesucht, falls das überhaupt so passiert ist, weil er so ein Lappen ist. Ich habe dich ja in Erinnerung, als wir uns mal persönlich gesehen haben, damals bei dem legendären Veto-Auftritt. Du bist ja eher ein etwas schmächtigerer Typ, zumindest damals war das so. Vielleicht, weiß nicht, wie du jetzt aussiehst, aber... Man braucht keinen Geheimdienst. Dafür reicht, dass er ein Lappen ist. Keine Verschwörung, kein tiefer Staat, kein Masterplan. Nur ein Typ, der bei genauer Betrachtung wie eine Pädiater für Bullies wirkt und dann überrascht ist, wenn jemand draufhaut. Du siehst ohne Maske wirklich, ich sag mal, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht, dass der Zuschauer das versteht. So aus, als könntest du fucking kein Wässerchen trüben. So ist halt, man will dir eher helfen, als dass man denkt, um Gottes Willen, von dem muss ich Angst haben. Ja? Man will mir helfen? Ja, im Sinne von, in dem Sinne, dass du wie ein loster Lappen aussiehst. Say you like it.
I like it. Seltsam, aber so wurde es gerendert. Subscribe! Ja.